In diesem Video zeige ich dir, wie ich so einen alten Strom- und geldfressenden Elektroboiler mit einem effizienten Wärmepumpenboiler austausche. Der Austausch geht problemlos in einem Tag vonstatten. Zuerst stelle ich die Wasserzufuhr des alten Boilers ab. Die Brauchwassererwärmung mit einem Elektroboiler macht bis zu 50% der gesamten Stromkosten eines normalen Haushaltes aus. Ein effizienter Wärmepumpenboiler kann bis zu 80% dieses Stromverbrauchs einsparen. Zusätzlich entfeuchtet er einen feuchten Kellerraum oder einen Wäscheraum. Jetzt schalte ich die Stromzufuhr des Boilers ab. Der Austausch eines Elektroboilers zu einem Wärmepumpenboiler kostet im Vergleich zum Austausch der ganzen Heizung meist mehr als ein Viertel weniger. Man spart jedoch langfristig gesehen eine sehr große Menge an Stromkosten ein. Die Wärmepumpenboiler können auch mit Solarstrom betrieben werden und man spart so zusätzlich nochmals eine große Menge an Stromkosten ein. Der alte Elektroboiler wird jetzt vollständig entleert. Ich mache das hier über eine Pumpe, da es keinen Bodenablauf im Raum hat. Ab einer Raumgröße von 20 Kubikmeter kann man einen Elektroboiler durch einen Wärmepumpenboiler ersetzen. Um wirklich sicher zu sein, dass kein Strom mehr auf dem Boiler ist, teste ich das Ganze noch mit einem Spannungsmesser. Jetzt kann ich die Verschraubungen bei den Anschlüssen des alten Elektroboilers lösen. In sehr kleinen Räumen könnte man alternativ die Luft für den Wärmepumpenboiler auch von draußen ab- und zuführen. Damit der neue Wärmepumpenboiler genug Platz hat, schneide ich jetzt noch einen Teil der Warmwasserleitung weg. Der Wärmepumpenboiler wird jetzt in Position gebracht. Dieser besteht aus Edelstahl. Die Wärmeleitfähigkeit ist im Gegensatz zu einem emaillierten Stahlboiler um die Hälfte geringer. Somit ist Edelstahl ein optimaler Isolierwerkstoff. Natürlich ist der Wärmepumpenboiler auch noch isoliert und der Außenmantel besteht auch aus Edelstahl. Der zusätzliche Vorteil dieses Werkstoffes ist eine vielfach höhere Korrosionsbeständigkeit. Edelstahl ist auch sehr hygienisch und reduziert das Risiko von Legionellen und Kalkablagerungen im Behälter. Die Kalt- und Warmwasseranschlüsse des Boilers werden jetzt mit Hanf abgedichtet und ein Reduzierstück montiert. Jetzt werden alle Rohre ausgemessen und der Reihe nach zugeschnitten und entgratet. Ein Wärmepumpenboiler spart im Vergleich zu einer Erwärmung mit Öl oder Gas auch eine sehr große Menge an CO2 ein. Die Einsparnisse sind je nach Heizmedium bis zu 10 Mal geringer. Auch im Vergleich zu einem Elektroboiler spart man eine große Menge an Stromkosten. Investitionskosten sind so relativ schnell amortisiert. In dieser Grafik kann man das gut sehen. Hier ist das Beispiel von der Marke Ökoboiler aufgeführt, das Modell, das heute montiert wird. Nachdem alle Rohre zugeschnitten sind, werden noch neue Löcher für die Rohrschellen gebohrt. Hier verwende ich spezielle Betondübel und Rohrschellen mit Gummieinlage, damit die Körperschallübertragung reduziert wird. Beim Anziehen wird die Rohrschelle ausgerichtet. Alle Fittinge, die sich nachher hinter dem Boiler befinden und an die man nicht mehr gut dazukommt, werden jetzt mit der Pressmaschine vorgepresst. Die verwendeten Edelstahlrohre sind sehr hygienisch und beständig gegen Korrosion. Jetzt können alle Leitungen und Fittinge zusammengesteckt und verbunden werden. Übrigens bietet dieses Modell einen vorprogrammierten Legionellenschutz. Das Gerät erhitzt das Wasser alle 14 Tage auf 65 Grad. Alle Verbindungen werden jetzt mit der Pressmaschine verpresst. Wenn man es ganz modern mag, gibt es bereits auch Modelle mit integrierter Wi-Fi-Funktion. Mit dieser kann man zu jeder Zeit die Einsatzzeit und die Zieltemperatur steuern und die Wassertemperatur kontrollieren. Wenn alles verpresst ist, kann die Wasserzufuhr wieder geöffnet werden. Damit die Luft im Boiler entweichen kann, wird eine Warmwasserentnahmestelle geöffnet. Ich spüle den Boiler noch kurz durch. Die Kondensatleitung wird auf den Stutzen gesteckt, mit einer Brite verschraubt und in den vorbereiteten Ablauf geführt. Zu guter Letzt wird noch das Stromkabel in einer Dose angeschlossen. Der Boiler wäre zwar steckfertig, ich finde den Anschluss in einer Dose jedoch sicherer. Wenn du einen Wärmepumpenboiler in der Schweiz installieren lassen möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung einen Link zu unserer Homepage. Gerne erstellen wir dir eine unverbindliche Offerte. Die Wärmepumpe läuft und die Luft zirkuliert. Jetzt werden nur noch die Leitungen isoliert, mehr dazu aber in einem anderen Video.